Stellt euch vor, ihr könntet einen Fußballspieler klonen und nur aus ihm ein ganzes Team aufstellen. Wen würdet ihr wählen? Ja, genau diese Frage habe ich insgesamt 32 Profifußballern, Content Creator und sogar meinem eigenen Vater gestellt und herausgekommen ist das wohl spektakulärste FM-Experiment hier auf diesem Kanal. Denn im Football Manager haben wir für jeden der 32 Teilnehmer ein Team aus 10 identischen Spielern erstellt und sie dann in einem WM-artigen Turnier gegeneinander antreten lassen. Wer wird sich durchsetzen? Niklas Levinsons Bellingham-Klone, Thiagos Valverde-Armee oder vielleicht Sascha Mockenhaupts Alexander-Arnold-Duplikate? Haben FM-Experten wie Seeland mit seiner Haaland-Horde, FM-Zweierkette mit einem Rudel Harry Kanes oder vielleicht sogar Booty2Go mit seiner Goretzka-Gang die Nase vorn oder überrascht am Ende Sepp von Pizmeet alle mit seinem Team voller Manuel Neuers, dem wahrscheinlich komplettesten Torwart aller Zeiten. Ihr seht, hier steckt einiges drin, also lasst uns direkt reinstarten. Wir haben insgesamt 8 Gruppen, wir starten mit Gruppe A. Und diese Gruppe legt gleich mit einem richtigen Kracher los. Wien Wiesbaden-Kapitän Sascha Mockenhaupts Alexander-Arnolds wollen mit Kurzpassspiel und Gegenpressing im 4-3-3 überzeugen, doch gegen den größten Football-Manager-YouTuber Seeland und seine 10-Mann-Haaland-Horde wirkt das, als würde man einen Elefanten mit einer Fliegenklatsche bekämpfen wollen. Nach 14 Minuten fällt das erste Gegentor, nach 15 steht schon 2:0 und das 3:0, das folgt dann per Ecke. Das war ein ziemlich lockerer Sieg für Seelands Haalands. Und wenn man sich mal sein Profil anschaut, dann ist das auch absolut kein Wunder. Vor allem physisch sind fast alle Werte nah am Maximalwert 20. Wie ihr seht, bestehen die Teams aus 10 Klonen eines Spielers, die sich die Teilnehmer ausgesucht haben. Im Tor steht für jede Mannschaft Daniel Heuer-Fernandes, um für ausgeglichene Verhältnisse zu sorgen. Jeder Teilnehmer hatte außerdem die Möglichkeit, mir eine Taktik für seine Klone mitzuschicken. Es ist also nicht nur ein Duell der Spieler, sondern auch ein Duell der FM-Philosophien. Wieder zurück in Gruppe A, denn hier tritt jetzt Turnierfavorit Niklas Levinson von Calcio Berlin auf die Bühne der Klon-WM. Da ich die Idee für dieses Experiment aus einem Calcio Berlin-Video habe, erhielt er auch den ersten Pick und er entschied sich für Jude Bellingham, der laut ihm kompletteste Spieler im Profifußball. Und tatsächlich, im Football Manager glänzt Bellingham mit Top-Werten in fast allen Bereichen. Nur bei den weiten Einwürfen hapert es ein bisschen, aber wer braucht die schon? Gegen den englischen FM-YouTuber Omega Luke, der mit Achraf Hakimi von PSG antritt, wird's allerdings direkt eng. Nach einem Traumpass von Hakimi auf Hakimi steht's 0:1 und später 0:2. Bellinghams Anschluss kommt zu spät, eine richtig bittere Pleite für Niklas. Hakimi ist zwar nicht der beste Allrounder, hat aber im Bereich Tempo mit einer 20 den besten Wert, den man im FM haben kann. Damit schauen wir uns mal die Tabelle in Gruppe A nach dem ersten Spieltag an. Aktuell haben Haaland und Hakimi die Nase vorn, Mockis Alexander-Arnolds, die ihre Stärken vor allem im Passspiel haben und Levinsons Bellinghams müssen sich ranhalten. Für die Bellinghams geht's jetzt ins wahrscheinlich schwierigste Spiel der Gruppe gegen Haaland und es wurde ein echter Kracher mit ständig wechselnder Führung. Bellingham trifft früh, Haaland gleicht aus und vergibt dann einen Elfmeter. Später köpft Haaland das 2:1, doch Bellingham schlägt dank Real-Siegermentalität zurück und das gleich zweimal. Das Spiel endet mit 3:2 für Niklas. Zeitgleich gewinnt Mockenhaupts Alexander-Arnolds gegen Hakimi. Vor dem letzten Spieltag ist damit alles offen, viel spannender kann so eine Tabelle nicht sein. Mocky und Omega Luke brauchen aufgrund der Tordifferenz jetzt einen Sieg. Mocky führt sogar bis kurz vor Schluss gegen Levinson, doch wieder trifft Bellingham spät zum 3:3. Und auch das Parallelspiel Hakimi gegen Haaland endet unentschieden. Während Haaland und Bellingham mit jeweils 4 Punkten ins Achtelfinale einziehen, scheiden Hakimi und Alexander-Arnold mit ebenfalls 4 Punkten denkbar knapp aus. Drama pur, aber das war erst der Anfang. Tja, sind Haaland und Bellingham jetzt tatsächlich die besseren Allrounder als Hakimi und Alexander-Arnold? Im Football Manager, der die Spieler mit seinem akribischen Research haargenau abbildet, setzen sie sich zumindest hauchdünn durch. Doch diese Frage geht natürlich weit über unser Experiment hinaus. Um ihr also weiter auf den Grund zu gehen, habe ich mir verschiedene Leistungsdaten der Spieler von FODMOB geschnappt und sie einfach mal miteinander verglichen. Nehmen wir zuerst zum Beispiel die Offensivgefahr, gemessen an erwarteten Toren und Assists. Wenig überraschend liegen hier die Stürmer vorne. Lionel Messi, nominiert von 1860-Profi Leroy Quadvo, thront mit 1,29 Expected Scorern pro Spiel einsam an der Spitze. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen FM2-Kettes Harry Kane mit 1,16 und Seelands Erling Haaland mit 1,11. Bis zum nächstbesten Scorer Robert Lewandowski, der von Seitenwechsel eingeschickt wurde, klafft dann schon eine ziemliche Lücke. Aber wer glänzt defensiv? Bei der Zweikampfquote ist Virgil van Dijk mit 76,9% auf der 1, dahinter Araujo und tatsächlich Toni Kroos. Der Mittelfeldstratege, der hier von FIFA-YouTuber Die Hahn eingeschickt wurde, hat sich auch gegen den Ball zu einer echten Waffe entwickelt. Der Mythos des Querpass-Tonis ist längst widerlegt, die Daten unterfüttern das noch mehr. Bei erfolgreichen Balleroberungen führt Nico Heimers Kammerwinger das Feld an, dicht gefolgt von Emre Can und schon wieder Toni Kroos. Und Kroos führt natürlich auch die Passstatistik an. Glaubt man FODMOB, ist Kroos ein heißer Anwärter auf den Titel in der Klon-WM. Ja, und wenn ihr jetzt selbst mal einen objektiven Blick auf euren Lieblingsspieler oder Lieblingsverein werfen wollt, geht das in FODMOB ganz einfach. Ihr sucht einfach nach eurem Spieler und bekommt fein säuberlich alle relevanten Leistungsdaten aufgelistet. Ohne Scheiß, ich liebe diese App. FODMOB ist komplett kostenlos und liefert euch neben der ganzen Statistik natürlich noch Live-Scores, News und so weiter und so fort. Scannt einfach den eingeblendeten QR-Code, um sie euch runterzuladen oder klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung.
Versprochen, das lohnt sich. Bevor wir uns anschauen, ob Toni Kroos den Erwartungen der Daten gerecht werden kann, geht's rüber in Gruppe B. Denn hier geht mit Christoph Kröger von Calcio Berlin ein weiterer Favorit ins Rennen. Sein Spieler der Wahl ist der italienische Mittelfeld-Allrounder Nicolo Barella von Inter Mailand. Doch direkt im ersten Spiel wartet mit Bully2Go's Leon Goretzka ein richtig harter Brocken. Die beiden Spieler sind sich zwar sehr ähnlich, doch Goretzkas Größenvorteil macht sich bemerkbar. 2 Kopfballtore nach Freistoßflanken besiegeln das 2:0 für Bully2Go's Goretzkas. Parallel dazu treffen mit Ilkay Gündoğan und Frenkie de Jong 2 zentrale Mittelfeldspieler vom FC Barcelona aufeinander. Gündoğan, gecoacht von FM-Legende Badeschlappen, trifft auf de Jong unter der Leitung von Wien Wiesbadens Bjarke Jakobsen. Trotz unterschiedlicher Taktiken, Badeschlappen mit dem Baum der Hoffnung und Bjarke mit einem sehr aggressiven 4-2-3-1, in dem er einfach jeden seiner Spieler mit der Anweisung hart tackeln versah, ist das Ergebnis eindeutig. Gündoğans Klone feiern einen 15-0-Kantersieg und das überraschend ohne Verletzungen. Im Duell der DFB-Kollegen Goretzka und Gündoğan behält Goretzka mit 1:0 die Oberhand, womit Bully2Go vorzeitig weiterkommt und Badeschlappen zittern muss. Auch de Jong verliert erneut knapp gegen Barella, was leider das Aus für Bjarke Jakobsen bedeutet. Im letzten Spiel zwischen Krögi und Bully2Go trifft Gündoğan früh zum 1:0, doch Barella gleicht in der 76. Minute per Kopf aus. Das reicht aber nicht. Es bleibt beim 1:1, Bully2Go und Badeschlappen ziehen ins Viertelfinale ein und Christoph muss mit Bjarke die Heimreise antreten. Gruppe C wartet mit einer sehr bunten Mischung an Teilnehmern auf. Neben HSV-Stadionsprecher und Radiomoderator Christian Stübinger, der sich für den tragischen HSV-Helden Mario Vuskovic entschied, ist auch Hertha-Journalist Marc Schwitzky mit Fabian Rehse am Start. Rehse soll in einem intensiven 5-2-3-System glänzen, eine vielversprechende Taktik für den laufstarken Herthaner. Und der dritte im Bunde ist 1860-Profi Leroy Quadvo, der natürlich seinen Lieblingsspieler Lionel Messi ins Rennen schickt. Im ersten Spiel treffen Quadvos Messis auf meinen Kumpel Usman mit Joshua Kimmich. Die Kimmichs im 4-3-3 Tiki-Taka sind gefährlicher, doch Messi ist eiskalt. 1:0 nach 87 Minuten, aber nur eine Minute später gleicht Kimmich zum 1:1 Endstand aus. Zeitgleich werden Stübingers Vuskovic von Schwitzkys Rehses mit 4:1 überrollt und auch gegen Messi ist für Vuskovic leider so gar nichts zu holen. 0:6 heißt es am Ende. Aber fairerweise muss man sagen, der Junge hat auch 2 Jahre kein Profifußball gespielt. Schade ist es trotzdem. Im Spitzenspiel schlägt Rehse dann auch Kimmich und zieht damit ins Achtelfinale ein. Selbst Messi kann Rehse nicht stoppen. 2:1 ist der Endstand. Usmans Kimmichs brauchen nun nur noch einen Sieg gegen Vuskovic, um durch die Tür ins Achtelfinale zu schreiten, doch trotz 2,64 XG reicht es nur zu einem 1:1. Das überraschende Aus ist vielleicht bedingt durch Kimmichs eher schwaches Abschlussattribut von nur 10. Alles klar, damit sind 3 von 8 Gruppen entschieden und geht man hier nur nach den Punktzahlen, sind Bully2Go's Goretzkas und Marc Schwitzkys Fabian Rehses hier die Favoriten. Das hätte man vorher wahrscheinlich so nicht gedacht. Weiter in Gruppe D und die strotzt nur so vor FM-Expertise. Mit Nico FM und Seitenwechsel sind 2 aufstrebende FM-Creator am Start, die sich für die Barcelona-Stars Lewandowski und Araujo entschieden haben. Außerdem dabei der Podcast Feldtisch Candlelight von Steffen und Yannick mit Sabitzer und ein echter Geheimfavorit Sepp von Pizmeet mit Torwartlegende Manuel Neuer. Ja, richtig gehört, Manuel Neuer tritt hier in diesem Experiment als Feldspieler an. Und nicht nur das, er ist der einzige Spieler, der statt 10-mal 11-mal geklont wurde, denn natürlich steht Manuel Neuer in seinem eigenen Team im Tor. Ist ja klar. Hier schauen wir uns mal einen der Feldspielerklone von Manuel Neuer an. Mit seinen überragenden mentalen, soliden physischen und konkurrenzfähigen technischen Attributen ist er nicht nur im Tor eine Maschine. Im ersten Spiel trifft Neuer auf Nico FMs Araujos, Feldspieler gegen Torwart. Araujo macht das bessere Spiel, doch Neuer trifft per Elfmeter und profitiert von einem Eigentor. Am Ende steht es tatsächlich 2:1 für die Torwartlegende. Das ist eine richtige Sensation. Doch den Schwung konnten die Neuers nicht so richtig mitnehmen. Gegen die Sabitzers setzt es trotz einem engen Spiel ein 1:3 und auch Seitenwechsels Lewandowskis gewinnen klar. Bester Spieler im Neuer-Team in diesem Spiel ist logischerweise der Torwart. Am Ende ziehen Araujo und Lewandowski ins Achtelfinale ein. Für die Bundesliga-Klone ist hier Schluss. Und Gruppe E hat richtig Brisanz, denn hier bahnt sich ein Bayern gegen Dortmund-Duell an. In der gelben Ecke haben wir mit Max Fritschings Emre Can den Dortmund-Kapitän und in Rot FM2-Kettes Tormonster Harry Kane. Kane ist der Prototyp eines Killers vor dem Tor, irre Technik, mentale Stärke und Kopfballgewaltig. Can punktet dann eher mit Allrounder-Skills und mit Abwehrstärke. Der erste Gegner von Can, Lashbobs Adrien Rabiot im 5-2-3. Doch Fritschings enge Raute mit den 10 Emres zerquetscht die starken Franzosen mit 5:1. Taktik schlägt Attribute. Denn was die Attribute angeht, hätte Rabiot eigentlich die Nase vorn. Zeitgleich betritt mit Fußball-Content-Creator Thiago und Federico Valverde ein Titelanwärter die Bühne. Valverdes Tempo, Teamwork und Schüsse aus der zweiten Reihe sind brandgefährlich. Er tritt in einem Real Madrid-ähnlichen 4-3-1-2 an. Direkt im ersten Spiel geht's für Valverde gegen FM2-Kettes Canes, die im 4-3-3 mit 3 zentralen Stürmern spielen. Das bringt aber nichts. Am Ende steht 2:1 für Valverde. Real schlägt Bayern. Mal wieder. Den Canes fehlt überraschenderweise eine Sache und das ist Effizienz. Auch gegen Rabiot setzt sich Valverde klar mit 6:0 durch. Thiago steht damit jetzt schon im Achtelfinale und Lashbob kassiert die zweite Packung. Kane und Can trennen sich 2:2. Can holt später noch einen Punkt gegen Valverde, während Lashbob überraschend mit 5:0 gegen die Canes gewinnt. In einer absolut wilden Gruppe setzen sich Valverde und Can durch.
Wie im echten Champions League Halbfinale triumphieren Real und Dortmund. Weiter in Gruppe F und die strotzt nur so vor Turnierfavoriten. Max Fritscheks Podcastpartner Michael Strohmeier schickt Virgil van Dijk ins Rennen, während Tobias Escher, Autor und Taktikexperte, seine graue Theorie mit Man City-Verteidiger John Stones in die Praxis umsetzen will. Nico Heimer, Part 3 von Calcio Berlin, setzt auf Real-Juwel Eduardo Camavinga und YouTuber No Time auf Dortmunds Rafael Guerreiro. Im Auftaktspiel der Gruppe F trifft No Time auf Strohmeyers Van Dijks, die mit einem 5-4-1 eine wahre Betontaktik fahren. Van Dijk trifft früh, Guerreiro gleich spät aus, doch in der 89. Minute köpft Van Dijk nach einer Flanke den Siegtreffer. Die physische Dominanz des legendären Liverpool-Verteidigers macht hier den Unterschied. Im Spitzenspiel fordern Eschers John Stones in einem 4-2-3-1 mit Mittelfeldpressing Van Dijk heraus, doch Liverpool schlägt Man City, Strohmeier bucht das Achtelfinale. Sowohl Escher als auch Heimer mit Camavinga besiegen No Times Guerreiro, sodass das direkte Duell zwischen den beiden über das zweite Achtelfinalticket entscheidet. Und hier dominiert der Innenverteidiger. Nach einer Flanke köpft Stones das 1:0, in der Nachspielzeit verwandelt er noch einen Elfmeter nach Foul eines Verteidiger Camavingas. Am Ende setzen sich mit Stones und Van Dijk zwei Innenverteidiger durch. Camavinga und Guerreiro müssen die Segel streichen. In der vorletzten Gruppe G haben wir einige, ich sag mal, ungewöhnliche Picks. Neben Bruno Fernandes vom FM-YouTuber und Streamer Hagenluha haben wir zwei weitere FM-Streamer mit dem Flüginator und Alex GE. Alex blieb den Schalkern treu und nahm Brian Lasme, während Flügi sich für Tell entschied. Außerdem spielt FIFA-E-Sportler Ferky mit und nahm tatsächlich Arda Güler. Die Gülers wurden leider ziemlich überrannt und verloren alle Spiele, während Bruno Fernandes gegen Lasme gewann und gegen Tell verlor. Tell hingegen verlor gegen Lasme und gewann die anderen beiden Spiele, während auch Lasme 2 gewann und 1 verlor. Wir haben also 3x6 Punkte und weitergekommen sind aufgrund des Torverhältnisses Hagenluhas Brunos und Flügis Tells. Das war eine sehr knappe Gruppe, bis auf Ferkis Gülers, die gemeinsam mit den Schalkern von Alex die Heimreise antreten dürfen. So, damit steht die letzte Gruppe an und die hat's nochmal in sich. In Gruppe H treffen wir auf ein Star-Ensemble, angeführt von Toni Kroos, der von FIFA-Streamer und YouTuber Die Hahn ins Rennen geschickt wird. Außerdem kommt es zum Man City-Familienduell zwischen meinem Bruder mit Rodri und meinem Vater mit Kevin De Bruyne. FM-Streamer und Podcaster Frankie Deluxe komplettiert das Feld mit Barcelonas Marco Alonso. Mein Bruder Lukas will mit seinen Rodris logischerweise auf Defensive setzen, daher empfohl ich ihm eine Taktik aus meinem Repertoire. Es wurde ein gottloses 5-2-3, mit dem ich auf meinem Zweitkanal mit Barcelona knallharten Catenaccio spiele. Gegen Alonso kassiert er im ersten Spiel direkt aber 3 Gegentore, sorry dafür. In den Partien gegen Kroos und im Vater-Sohn-Duell gegen De Bruyne läuft's mit nur einem Gegentor deutlich besser. Bei Rodris Attributen ist der Achtelfinale-Einzug aber auch komplett logisch eine absolute Maschine. Toni Kroos hingegen kann nur gegen die De Bruynes meines Vaters gewinnen, der damit frühzeitig die Segel streichen muss. Gegen Marcos Alonso reicht es für Kroos nur zu einem torlosen Remis und damit ergibt sich eine überraschende Abschlusstabelle. Rodri und Alonso setzen sich gegen Kroos und De Bruyne durch und ziehen damit in die K.O.-Runde ein. So, und an dieser Stelle schrauben wir die Spannungskurve nochmal ein bisschen nach oben, denn es geht ins Achtelfinale und damit K.O.-Spiele. Das hier sind die Partien, Spannung auf allen Plätzen ist damit vorprogrammiert. Los geht's mit Spiel 1 und hier machen wir es kurz, denn Schlappis Gündogans werden komplett von Sielens Haalands auseinandergeschraubt. 5:0. Deutlich enger geht es zwischen Seitenwechsels Lewandowskis und Marc Schwitzkis Reses zu. Lewandowski führt im 4-2-4 schon 4:0, dann aber kam die Zeit des Fabi Rehse. In der 73. fiel das 1:4, das 2:4 noch 6 Minuten später. Die Reses glaubten jetzt wieder dran und bewiesen Mentalität. Direkt vom Anstoß weg machten sie weiter Druck und eroberten sich den Ball. Jetzt ging schnell über den Flügel, wo Rehse seine Stärken hat. Ball ins Zentrum, 3:4. Jetzt fehlte nur noch ein mickriges Tor. Ecke Rehse, Heuer Fernandes ist da, aber er lässt den Ball fallen. 89. Minute und das Spiel ist tatsächlich ausgeglichen. Was für eine Energieleistung. Jetzt ging es in die Verlängerung. Geht das Rehse-Märchen weiter? Lange passierte nichts, dann segelt eine Lewandowski-Flanke auf den zweiten Pfosten und es steht 5:4. Spiel vorbei, Marcs Reses sind damit trotz einer legendären Aufholjagd draußen. Auch Levinsons Bellinghams und Budi2Go's Goretzkas liefern sich ein Duell auf Augenhöhe. Nach 90 Minuten steht es unentschieden, doch in der 117. Minute trifft Bellingham per Ecke und wirft Budi2Go raus. Leroy Quadros Messis und Nico FMs Araujos trennen sich mit 1:1 nach 120 Minuten. Im Elfmeterschießen bewiesen die Messis dann aber, dass Erfahrung einen Wert hat, behielten die Nerven und ziehen ins Viertelfinale ein. Im Duell zweier Turnierfavoriten Stones und Valverde entscheidet wieder Körpergröße das Spiel. Stones trifft doppelt per Kopf, Thiago ist damit raus und Tobi Escher weiter. Hagenluhas Bruno Fernandes lassen Frankies Alonsos beim 5:1 keine Chance und im Duell der Podcast-Kollegen Fritz gegen Stroh dominieren Strohmeyers Van Dijks und schicken die Emre Cans nach Hause. Zum Abschluss fordern Flügis Tells Lukas Rodri hinaus. Lange blieb es eng, doch Rodri trifft in der 58. Minute und legt in der Nachspielzeit per Kopf nach. Mit unserer Catenaccio-Taktik zieht er damit ins Viertelfinale ein. Ja, und das Viertelfinale steht jetzt an und so langsam wird's ernst. 5 der 8 verbliebenen Spieler kicken in der Premier League. Dazu gesellen sich 2 Vertreter aus La Liga mit Bellingham und ein Akteur aus der MLS mit Messi. Doch gegen Levinsons Bellinghams ist für den letzten Nicht-Europäer Endstation. Die Körpergröße macht auch hier den Unterschied. Bellingham trifft per Kopf zum 1:0, erhöht flach ins Eck und nutzt einen Aufbaufehler der verunsicherten Messis zum 3:0.
Trotz des klaren Ausscheidens im Viertelfinale kann Leroy natürlich sehr stolz auf seine Leistung sein, denn seine Taktik hat die offensichtlichen Schwächen von Messi in Defensive und Physis ziemlich gut kaschiert. Auch Hagenluha hat ziemlich viel Mühe in sein 4-3-3 gesteckt, aber reicht das gegen Taktikfuchs Tobi Escher? Dessen Stones sind zwar physisch stärker, aber technisch sind Hagenluhas Bruno Fernandes natürlich eine Klasse für sich. Nach torloser erster Hälfte nutzen die Brunos ein gutes Pressing zum 1:0, doch Stones Physis macht sich im Verlauf der 90 Minuten bezahlt. Nach Flanke, Kopfball und Abpraller steht es 1:1 und alles sieht nach Verlängerung aus, doch dann kommen die Brunos nochmal mit schnellem Kombinationsspiel und treffen tatsächlich zum 2:1 Sieg. Weiter zum Duell der Defensivkünstler zwischen Lukas Catenaccio Rodriguez und Strohmeyers geparkten Van Dijk-Bus und hier fällt nur ein Tor, natürlich durch einen Konter. Einmal zu hoch aufgerückt und schon schlägt Van Dijk eiskalt zu. 1:0. Halbfinale. Zum Abschluss des Viertelfinals gibt es nochmal das Stürmer-Generation-Duell Lewandowski gegen Haaland. Während die Lewandowskis gemächlich starten, geben die Haalands direkt Vollgas. Der norwegische Gegenpressing-Hardrock-Fußball von Zealand überrollt Seitenwechsel des Routiniers, die zwar zweimal treffen, aber insgesamt 4 Dinger schlucken. Auch Zealand zieht damit ins Halbfinale ein, bisher verlor nur gegen Levinsons Bellinghams. Im Halbfinale wartet auf Haaland mit Bruno Fernandes eine knifflige Aufgabe, zumindest auf dem Papier. In unserer Fußballsimulation kann von einem Duell auf Augenhöhe aber keine Rede sein. Wie diese Spielszenen hier eindrucksvoll belegen, nahmen die Haalands die Portugiesen regelrecht auseinander. Jeder Grashalm wurde von dem 1,94 Hühn beackert, was sich dann noch im Ergebnis widerspiegelte. Für Hagenluha war damit trotz starker Turnierleistung gegen die übermächtigen Norweger Endstation. Im zweiten Halbfinale hatte Haalands Ex-BVB-Kollege Bellingham die Chance, gegen Strohmeyers niederländisches Bollwerk nachzuziehen. Doch zunächst schlugen die Van Dijks zu. Ein herber Rückschlag für Levinsons Juice. Gegen diese Defensivkünstler jetzt ein Tor erzielen zu müssen, schien wie eine wahre Herkulesaufgabe. Doch der Ausgleich vor der Pause bewies das Gegenteil. Niklas Halbzeitansprache muss es richtig in sich gehabt haben, denn die Bellinghams kamen wie verwandelt aus der Kabine. Mit Hochgeschwindigkeitsfußball zerlegten sie Strohmeyers zuvor so sattelfestes 5-4-1 in seine Einzelteile. Das Ergebnis am Ende war ein klares 5:1. Überraschung, auf geht's zum Finale. Ja, wir haben also ein Finale und das heißt Bellingham gegen Haaland, Levinson gegen Zealand. Den Favoriten dieses Spiels zu bestimmen ist nicht wirklich einfach, denn beide Teams kommen mit einer sehr ähnlichen Bilanz im Finale ein. Ein direktes Duell gab es ja schon in der Gruppenphase, vielleicht lässt dieses Spiel das Pendel dann leicht in die Richtung von Bellingham schwingen. Wir schwingen uns jetzt aber auf die Tribüne, um uns dieses ultimative Duell der 22 Superklone anzusehen. Anpfiff. Die Bellinghams spielen in einem 4-4-2 mit Mittelfeldpressing und wollen über das Umschaltspiel zum Erfolg kommen, während die Haalands wieder versuchen werden, den Acker umzupflügen. In der 12. Minute rutscht dann ein Pass in die Spitze auf einen Stürmer Bellingham durch und der trifft am verteidigenden Haaland vorbei zum 1:0. Frühführung, wichtig für Niklas Jungs. Nur 4 Minuten später gibt es aber eine Ungenauigkeit in der Levinsonischen Abwehr. Haaland kommt zum Schuss, knapp vorbei. In der 28. dringt Haaland in den Strafraum ein und dieses Mal schießt er drüber. Der Druck erhöht sich spürbar, die Haalands wollen Tore und wenn sie was wollen, dann bekommen sie es auch. 10 Minuten vor der Halbzeit kommt erneut ein Ball ins Zentrum und dieses Mal ist er drin. Haaland trifft zum 1:1 und rettet Zealand damit ein Unentschieden zur Halbzeit. Und auch nach Wiederanpfiff ließen die Norweger nicht nach. Die Latte rettete nochmal in der 46. Minute, nach einer Ecke auf den langen Pfosten in der 72. war es aber soweit. Haaland trifft zum 2:1 und jetzt sind die Bellinghams in der Bringschuld. Aber auch verteidigen konnten die Haalands. Erst in der 92. Minute kommt es nochmal zu einem Highlight und es steht 3:1. Damit ist dieses Spiel eigentlich entschieden. Oder quasi direkt nach dem Anstoß gibt's Chaos im Haaland-Strafraum und Bellingham trifft zum 2:3. Sehen wir nochmal eine Wende? Nein. Am Ende schlägt Haaland Bellingham und reckt den Klonpokal in die Höhe. Congratulations to America, Zealand. Dieser Sieg ist absolut ein Sieg der Physis und des Willens über all die Techniker und Allrounder. Ob das auch in der Realität so wäre, ist fraglich. Da bin ich auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Als nächstes könnt ihr euch mal das hier anschauen, denn da erfahrt ihr, was passieren würde, wenn Nord- und Süddeutschland in der EM 2024 mit getrennten Teams antreten würden. Viel Spaß damit und bis bald.